Juli 2021. Ja, hier steht ein Diplomat Monaco. Und die stolzen Besitzer ist 12 Meter lang. Er sieht noch relativ klein aus hier im Moment aus der Position, aber ich zeige ihn euch gleich mal von der Seite. Es ist ein ausgewachsenes Schiff, ein kleines, mit Anhänger. Du bist die? Erika. Hallo Erika, guten Morgen. Guten Morgen. Ja, geht's dir gut? Ja, super. Ja, du hast einen tollen Mann dabei, oder? Ja, klar. Und du guckst gerade deine Lieblingssendung im Fernsehen. Immer wieder sonntags. Immer wieder sonntags. Ja. Mit wem ist das? Mit dem Stefan Stefan Ross. Genau, der so gut Trompete spielen kann, oder? Genau. Ja, dann will ich dich auch nicht weiter aufhalten. Ich mache mal eine kleine Tour rund ums Wohnmobil. Wir kommen dann auch gleich mal rein zu dir, gucken uns das Ganze mal an, wie er da lebt. Ich finde das gigantisch. Ihr habt das schon lange, das Auto? 12 Jahre. 12 Jahre. 12 Meter lang und 12 Jahre alt. Ja, genau. Ihr habt schon 12 Jahre. So, dann vielen Dank. Du kannst noch mal rein. Bis gleich. Und ich ziehe mal gerade ein bisschen auf. Es ist ein Diplomat. Ich nehme an, er kommt aus Amerika. Das werde ich gleich mal kurz erfahren. Und ein Amerikaner. Wenn du mal kurz zu mir kommst, sei mal so lieb. Und hier kann man ungefähr mal sehen, wie lang das Ganze ist. Trotzdem wirkt er sehr kompakt, weil ich glaube, das hat ein bisschen was damit zu tun, dass er nicht komplett weiß ist, sondern unten drunter grün, gell? Ja, unten ist er dunkelgrün und ist 12 Meter lang, ist 2,55 breit und 3,65 hoch. Ja, das heißt, die Höhe nicht ganz so hoch, wie es maximal geht, aber das ist gut so, gell? Ja, ist gut so. Ja. Ist gut so. Und du kommst normalerweise überall rein damit? Ich fahre überall hin. Es gibt in Deutschland ca. 2000 Plätze, wo ich anfahren kann. 2000. 2000, ja. Und du hast eine Liste gemacht von allen Plätzen oder wie? Nein, ich gucke mir das immer an, was 12 Meter sind. Bei 10 Meter riskiere ich hinzufahren. Und manchmal geht es. Es gibt Plätze, wo man auch bei 10 Metern nicht hinfahren kann. Super, wenn du mal gerade mit mir mitkommst. Wir gehen mal kurz drum rum. 12 Jahre hast du ihn schon. Hat er dich jemals im Stich gelassen? Nein, es gibt ein paar kleine Mängel. Das wird es bei jedem Wohnmobil geben. Und die haben wir behoben, haben viel umgebaut auf deutsche Norm. Und ja, es geht. Also ist gut. Ich habe eine gute Werkstatt. Selbst im Ausland habe ich eine gute Werkstatt. Wir fahren ja europaweit mit dem Ding. Und ich will keine Schleichwerbung machen, ich gehe zu DAF in die Werkstatt. Zu DAF in die Werkstatt. Da ist ein DAF drunter, nee. Nein, da ist ein Cummins drunter. Als Omnibus-Chassis. Aber ich habe einen Freund, der hat eine TAF-Werkstatt, der hat gesagt, ja, du kannst mich anrufen aus allen Ländern, ich schicke dir einen Monteur dann von den umliegenden Werkstätten. DAF-Werkstätten zusammen. Ist das ähnlich, das Cummins-Fahrzeug mit DAF? Oder ich sag mal, jemand, der das kann? Nein, die kennen das. Also ich finde die DAF-Leute oder die neuen DAF-Motoren sind ja mit Amerika irgendwie verbunden. Die werden ja, glaube ich, in Amerika gebaut. Okay, super. Ja, wenn man das sieht, du hast ein Slide-Out mit drin, das vergrößert den Raum ziemlich massiv. Unwahrscheinlich, das macht Welten aus. Das Auto hat innen 33 Quadratmeter Wohnfläche. Ich bin schon so gespannt, da mal reinzugucken gleich. Dicht, er ist vollkommen dicht, oder? Ja, es gibt manchmal mal eine Stelle, wo man wieder nachrüsten muss oder mal eine Klappe abdichten muss oder so. Aber das Auto ist 22 Jahre alt und dann passieren eben auch mal Sachen. Sonst allgemein dicht. So, du kannst den Luftdruck von innen regeln, ist das richtig? Ich kann den Luftdruck von innen regeln, ja. Ich senke den ab und stelle den auf Stützen und stelle den dann ins Wasser. Stark. Das heißt, dass er immer gerade steht. So, jetzt zeige ich das mal gerade von der Seite. Also wenn man das Ganze hier sieht, also das steht ihm unglaublich gut, dass er unten grün ist. Er wirkt nicht so eine riesige Wand. Also nein, es ist keine so riesen Wand. Wenn ich manchmal ein Auto, wenn ich da sehe, das ist 3 Meter, ist 3,20 hoch und wirkt unwahrscheinlich hoch. Ist so, ja gut, der ist ja lang gezogen. Wie ist denn das, wenn du auf den Platz kommst? Viele haben ja Angst, dass du denen so die Sicht ein bisschen versperrst. Du kommst gut klar? Na, ich komme doch gut klar. Es gibt welche, die fahren neben mich und dann fahren sie wieder weg, weil sie sich, entweder haben sie Minderwertigkeitskomplexe, zwar das Auto preislich teilweise unter denen ihren Preisen liegt.
Ja, das muss man sagen. Also der war gar nicht so teuer, oder ging's? Nein. Ich muss natürlich dazu sagen, das Auto hatte mal neu 650.000 D-Mark gekostet. Okay. In D-Mark und damals war ja der Dollarpreis bei der war einfach ziemlich hoch und ich habe das Auto gebraucht gekauft als Scheidungsopfer um 45.000 Euro. 45.000 Euro. So, da hast du noch ein bisschen was reingesteckt, Und oder? dann haben wir umgebaut auf deutsche Norm, weil das Auto war in England zugelassen. Der gehörte einem Rennmanager, der eine Rennbahn in Ding hat, in der Tschechei hat. Ja. Und der hatte eine Rennbahn und eine in Neuseeland. Der lebt ein halbes Jahr da und ein halbes Jahr da. So, jetzt hast du aber noch nicht genug. Du ziehst auch noch deinen Mercedes hinten dran. Ja, gehört sich. Man braucht für dieses Fahrzeug einfach ein Bewegungsmittel. Und da meine Frau Angst hat zum Radfahren, haben wir uns entschlossen, einen Hänger mitzunehmen und fahren mit Mercedes auf dem Hänger. Du hast eine 100er Zulassung. Ist die jetzt überall anerkannt in ganz Deutschland? Die ist überall anerkannt. Die ist sogar, habe ich festgestellt, in Spanien anerkannt, weil da bin ich auch 118 gefahren. Und dann haben sie mich angehalten und der hat mir dann meine Schilder gezeigt. Ich soll mich bitte an meine Geschwindigkeit halten. So, was ist da für ein Motor drin? Der ist hinten der Motor. Das ist ein Cummins, also das ist ein Omnibus-Chassis und ist ein Cummins-Motor mit 275 PS. Reicht vollauf aus. Das ist einer der kleinsten Cummins-Maschinen. So, ich zeige mal gerade was hier vorne. Du hast viel Schläuche dabei, denn du hast einige Plätze gefunden, da kannst du dauerhaft stehen, weil du einen Ablauf hast. Du brauchst nur Frischwasser. Ich brauche nur Frischwasser. Es gibt verschiedene Plätze, die haben auf dem Platz einen Grauwasserabfluss. Und da brauche ich eben Frischwasser nur. Und ich habe auch 30 Meter Abwasserschläuche dabei. Also gute, stramme 30 Meter sogar. Und meine Frischwasserschläuche bewegen sich so in dem 90 Meter Bereich. 90 Meter, gut, aber kann ja mal sein, dass der nächste Anschluss ein bisschen weiter weg ist, oder? Ja, aber bei 90 Meter, also ich habe einen Stellplatz speziell im Allgäu, da brauche ich also etwa 80 Meter. Wo ist der? In Amzell. In Amzell. Bei Wangen. Ist der schön? Wunderschöner Platz, ein parzellierter Platz, hat etwa 30 Stellplätze und alle mit 12 Meter Länge und die sind sogar so großzügig ausgelegt, dass der Platz 12 Meter lang ist und ich kann sogar mein PKW noch davor stellen. Die sind nett zu dir. Ja. Gut, du bleibst da auch ein bisschen länger immer, oder? Ja, ich bleibe da immer, ich genieße da immer 3-4 Wochen da auf dem Platz. Naja, man hat ja sonst nichts zu tun. Ja, man hat ja nichts zu tun. Ich bin ja Rentner, ich bin ja erst 81 Jahre alt. Du bist 81? Ja. Echt? Ja. 81, lass mal gerade überlegen. Ich bin Jahrgang 40. Dann bist du jetzt geboren, du bist 81 Jahre, du bist Jahrgang 40, genau. Ja. Jahrgang 40, im Krieg geboren. Ich bin Jahrgang 40, ja. Ich bin im Krieg geboren oder ja, am Anfang des Krieges. Und ich fühle mich aber wohl. Ich habe jetzt erst meinen Führerschein wieder verlängert für 5 Jahre. Was ist da zu machen für einen Test? Man muss einen Augentest machen und einen Gesundheitstest beim Onkeldoktor. Okay, was sagt er immer so zu dir? Auch sagt der Herr Neuders, ist überhaupt kein Problem. Aber was ist der Trick, so alt zu werden und gesund zu sein? Ja, gut, muss ich natürlich dazu sagen, ich achte ein bisschen auf die Ernährung und Beispiel, was ist so täglich am Speiseplan? ich frühstücke morgens 1,5 Stunden. Warte, ich zeige das mal gerade, dass ich das mal sehe. Du liebst es zu essen, oder? Ich liebe es zu essen. Ich kann auch sagen, was ich wiege. Ich wiege momentan 98 Kilo. Geht doch. Hatte aber schon 122. Das war natürlich zu viel. Hast du gut abgespeckt, oder? Ich habe abgespeckt und vor allen Dingen, was es optimal ist, dass man das halten kann. Das ist schwierig, gar nicht so einfach, oder? Das ist sehr schwierig, ja, aber wir essen regelmäßig. Wir frühstücken morgens 1 Stunde, 1,5. Und dann werden wir so zwischen 12 und 1 Uhr werden wir Mittag essen, das wir meistens selber kochen in unserer tollen Küche.
Ich will gleich mal sehen. Haben. Bin ich mal gespannt. Sag mal, ist da hinten, habe ich die Möglichkeit, da mal reinzugucken in den Motor? Da kommst du nicht rein, da ist Ach, der ja. Kühler davor. Aber nur mal kurz mal aufmachen, dass man mal sieht, was da so. Und wenn da was ist, man kommt von unten ran oder Man muss. kommt von unten ran und man kommt von innen ran. Allerdings muss man dann das Bett hochheben. Okay. So, und das ist ein Kühler. Das ist ein Kühler. So, dadurch, Das dass. sind die Messstäbe für Wasser und für Öl. Dadurch, dass der Motor hinten ist, ist er natürlich extrem leise, oder? Ja, ist Vorne. wahrscheinlich leise. Er fährt sich wie ein BKW. Ich habe gehört, da muss man mal so ein bisschen üben. Man soll gar nicht groß denken, man soll fahren wie ein PKW, richtig? Ja gut, ich fahre 62 Jahre Klasse 2 Fahrzeuge. 62 Jahre. Ich habe 1959 im September meine Klasse 2 gemacht. Auf Hanomag-Henschel. Nein, ich habe auf Mercedes 312er Kurzhauber. Kurzhauber. Ja. Ja, das war eine normale Haube. Ja. 312er habe ich in Klasse 2 gemacht. Ich hatte mit der Prüfungsstunde 1,5 Fahrstunden. Ist heute nicht mehr möglich. 1,5 Fahrstunden. Mit der Prüfungsstunde, muss man dazu sagen. Ja. Ich habe eine halbe Stunde gefahren. Ich bin vorher mit Klasse 3 Hanomag gefahren, bei der Spedition Steffes aus Viersen. Die hatten bei uns eine Niederlassung. Ich bin da circa ein halbes Jahr Hanomag gefahren und habe mich an die Ausmaße ein bisschen gewöhnt. Und habe dann im September Klasse 2 gemacht, weil damals war es ja nicht möglich, Klasse 2 vor 21 zu machen. Aber ich war ja erst 19 und durfte den machen, weil ich für volljährig erklärt war. Ich habe nämlich mit 18,5 Jahre geheiratet. So, ich zeig mal gerade was. Darf ich mal kurz dein Kettchen sehen? Da ist nämlich ein Wohnanhänger drauf. Wohnanhänger drauf, das ist ein Tandemachser, so habe ich einen gehabt. Ja. Und da sind die Räder oder die Narben der Räder sind 2 Diamanten. Aha. So. Ja, dann mach noch mal zu bitte. Er hat ganz viele Klappen an der Seite. Die hat jede wahrscheinlich seine Bedeutung. Was ist hier zu sehen? Was ist da drunter? Da ist die Teilselektronik. Okay. Ich kannte dich. So. Das ist der Umformer. Victron Energy. Der ist neueren Datums. Ja. Die Batterien sind ganz neu. Das sind 3 Stück. Hier haben wir noch mal eine. Du bist doch totaler Gel-Fan, richtig? Ja, Kein ja, AGM? gut. Nein, muss ich sagen, ich hätte jetzt beinahe umgerüstet auf die Lithium-Batterien, aber die sind nicht lieferbar. Der hat mir gesagt, er weiß nicht, er kriegt jetzt im Juli welche, aber er weiß nicht wie viel. So, ich zeig mal gerade, die haben 220 Ampere-Stunden. 220 Ampere-Stunden, davon 3 Stück. Und das Chassis steht auf 12 Volt? Oder auf? Das Chassis ist, alle Amis sind mit 12 Volt. Okay. Es gibt keinen Ami mit 24 Volt. So, da vorne hast du einen Strommesser, hast du eingebaut. Ja. Der ist hier, gell? Ja. Ja. Der kleine Das ist ein Schand. Messer. Du kommst aus dem Fahrzeugbau. Das heißt, du kennst dich ein bisschen aus? Ja, ich habe Fahrzeugbau mal gelernt. Das war von 54 bis 57. Ich bin mit 13,5 Jahren aus der Schule gekommen. Ich hatte leider nur Volksschule, also ja. Und dann bin ich in die Lehre gegangen. Dann habe ich Schmied und Fahrzeugbau gelernt. Schmied. Schmied und Fahrzeugbau, das war Stark. so ein Gemeinschaftsberuf. Okay, das heißt, du kannst schmieden mit Hammer und. Mit Hammer und ich kann umgehen mit. Das glaube ich dir. Ja. Ja. Ich sag mal so, wenn du, ich sag mal, Metallbau machst, ja, dann ist der Hammer ein wichtiges Werkzeug, oder? Ja, ist ein sehr wichtiges Werkzeug. Okay, wenn meine Klappe nicht geht. Ja, ich kann also umgehen mit. So, ich zeig mal gerade das Material. Alu, was ist das hier? Die Klappen sind Alubleche und alles oben ist GFK. GFK, komplett. Das heißt, da Der kann ist nichts rosten. komplett- Kann nichts rosten. Genial. Ja? Ist der gebaut für die Ewigkeit so ein bisschen? Ja, vielleicht nicht ganz, aber doch, ja. Das GFK, das Einzige, was man, die Nachteile des GFK, dass er manchmal aussieht wie so ein Wellensittich, weil er Wellen schlägt durch die Ausdehnung, durch die Temperaturen. Und, aber das stört mich nicht. Der muss dicht sein und muss. Und das GFK hat eben manchmal auch Ausblühungen. So, wenn du mir mal kurz zeigst, was ist hier drunter unter der Klappe?
unter der Klappe ist gar nichts. Da sind die Abwassertanks. Da darf ich die mal sehen? Kurz? Die kann man nicht sehen. Kann man nicht sehen. Nein, Da- die kann man nicht sehen. Du weißt ja, die Leute sind ja neugierig, wollen immer wissen, Und was da da ist Ein der Gastank. Gastank. Ein kleiner Gastank. Ja, 120 Liter Ja. Gastank und da ist das Abwasser dahinter. Ist das viel Abwasser, hast du? Ich habe 380 Liter Abwasser. Fast 400 Liter. Gut, das brauchst du auch, oder? Ja, gut, ja. Und der Wassertank hat auch 380 Liter. Passt dann. Und der Toilettentank hat 180 Liter. So, und das hier ist alles auf deutsche Norm umgerüstet? Das ist alles auf deutsche Norm umgerüstet. Ich habe noch, Außengasanschluss. Ja. ich habe einen Außengasanschluss und habe noch, momentan habe ich 3 Flaschen noch mit. Zusätzlich, für alle Fälle. Zusätzlich. Weil wenn Gas ausgeht, geht es ja nachts aus. Oder wenn es ungünstig ist, Sonntagnachmittag. Und dann kann ich umschalten auf Gasflaschen. Und wenn ich Spanien fahre, haben wir 5 Flaschen dabei. Sehr schön. Und hier, was ist da drunter? Das ist für die eigene Versorgung. Okay. Da darf ich mal reingucken? Ja, darfst du reingucken. Dankeschön. Kein Geheimnis. Ihr habt einen Hund. Ja, wir haben einen Hund und wir haben einen Pudel, einen Großpudel. Und er frisst momentan Chihuahua, ist sein Lieblingsessen. Ist ja klar, so ein Großpudel. Chihuahua-Futter. Und da wird eben alle Lebensmittel, die werden da oben drauf, habe ich normal die 2 Liegestühle, die da unten liegen. Das sind normale. Die kommen da oben rein. Die kommen da oben rein. Und du hast eine Mausefalle, hast du dabei? Ja, das braucht man. Das ist eine spanische Mausefalle. Ich habe in Spanien plötzlich einmal 23 Mäuse gefangen. Draußen oder drin? Drin. Drin. Ja, die sind irgendwo reingekommen und plötzlich habe ich eine Maus laufen sehen bei mir im Auto. Und dann haben wir Fallen. Und das ist eine Zeig mal. spezielle, das ist jetzt eine Duo-Mausfalle aus Spanien. Okay. Und die ist super und da kann es sein, du fängst 2 Mäuse mit Mal. Ich habe auch noch eine 6er-Mausefalle. Die habe ich aber jetzt zu Hause. Sag mal, und da kommt was rein, ein Stück Käse oder was machst du rein? Ein Käse rein, da unten siehst du, da ist noch Käse drin. Ja. Und dann stellt man die auf und ist sehr wirksam. Und die sind nicht, ich sag mal, die müssen noch nach der 12. toten Maus wissen, dass da... Nein, die sind so blöd und fressen da. Und ich nehme an, dass die auch Junge hatten, weil es waren auch ein paar kleine dabei, aber die sind ja sofort tot mit dem Bügel da. Okay, die werden im Prinzip Knickbruch. Genickbruch, ja. Knickbruch. Und jetzt hebt man die eben auf und ja. So, ich habe gesehen, du hast viel Kaffee dabei immer. Ja, eben, waren jetzt in Luxemburg. Aha. Und wir rüsten uns in Luxemburg aus fürs ganze Jahr die der Verbrauch, den wir haben. Wir trinken jeden Tag Kaffee und ich brauche jeden Tag 6 Kaffeelöffel voll für die Kaffeemaschine. Du bist 81. Bin 81. 6 Kaffeelöffel. Ja. Ja, aber das hält einem munter, oder? Ja, ne, ich fühle mich also auch wohl. Aber machst du Sport noch? Bisschen? Nein, ich mache Sport. Ich tue das, dass ich da unten unterwegs bin und ein bisschen laufe. Und, ja, aber nichts Sport. Okay. Ich habe früher Leistungssport betrieben. Was hast du gemacht? Geboxt. Geboxt. Ja. Bist Boxer. Ja, aber schon Ein paar Tage her. Schon ein paar Tage her. Uns haben sie mal gesperrt, den ganzen Verein, weil wir auf dem Rummel in die Boxbude gegangen sind. Auf dem Rummel? Auf der Kirmes? Ja, auf der Kirmes gab es ja so Boxbuden. Ja. Und wenn du da gewonnen hast, hast du einen 50er verdient. Das war damals unglaublich viel Geld. Es war unwahrscheinlich viel Geld und da ist der ganze Verein, haben wir uns abgesprochen, da gehen wir rein. Vom Fliegengewicht bis zum Schwergewicht. Ach so, da waren, auf der Kirmes waren professionelle Boxer. Professionelle Die haben gesagt, Boxer. wir kämpfen gegen andere. Ja, und wenn wir gegen die gewonnen hat, dann hast du einen 50er gekriegt oder einen 100er. Ein Schwergewichtsboxer hat auch 100 Mark gekriegt damals. Und Das Schwergewicht, wenn mich mal aufklärst, geht wo los? Ja, bei 90 Kilo, über 90 Kilo. Und habt ihr auch gewonnen gegen den? Ja, selbstverständlich, sonst uns haben sie dann deswegen gesperrt, den ganzen Verein. Ach so, auf der Kirmes haben gesagt, ihr kommt ja nicht mehr rein. Nein, und erstens durften wir da nicht mehr boxen. Und dann, ich war ja damals Fliegengewicht.
Und ich hatte damals vielleicht 45 Kilo oder so, 48 Kilo. Und und habe auch gewonnen. Da war einer von so einem Zirkusfreund in meinem Gewichtsklasse. Okay. Und das hat nicht lange gedauert, der Lager. Der Lager. Und dann war es erledigt. Dann habe ich 50 Mark gekriegt. Das war damals viel Geld. Ich habe als Lehrling damals 35 Mark im Monat verdient. Und im zweiten Lehrjahr 45 und im dritten 55. Ich hatte damals 220 Mark, habe ich verdient in den 80ern. 80er. Ja, naja, das ist ja schon Welten davor gewesen. Du warst in der Lehrzeit, war das 50er, oder? 54 bis 57. 57. Was für Fahrzeuge sind da damals rumgefahren, weißt du das noch? Ja, auch wir hatten Wohnmobile so gut wie keins, überhaupt keins. Ja. Omnibusse haben wir viel repariert und eben auch Anhänger gebaut und so. Aber lauter Einzelstücke. Jetzt mal eine Frage, 50er Jahre, Goggomobil, war das ein Thema? Goggomobil war ein Thema. Ja. Ja, war ein Thema. Goggomobil gab es schon. Es gab auch das Coupé-Goggomobil mit Elektroschaltung. Also es war super, das Ding. Und Isetta war, glaube ich, auch. Isetta war auch, ja. Isetta war auch. Da ist man ja vorne eingestiegen. Und es gab den Janus, gab's. Den kenne ich noch, ja. Janus, wo man mit dem Rücken gegen Rücken saß, Ja. wo die Hintern hinten rausgeguckt haben. Ich habe was Tolles für dich. Ich habe ein Museum besucht mit über 200 Kleinstfahrzeuge aus den 50ern. In Engstingen gibt es In St. Ingbert ist das. Ja, das ist auch eins. Aber in Engstingen gibt es so ein Museum auch. Mit Kleinfahrzeugen eben. Ne? Und Goggomobil gab es ja, von Goggo gab es ja auch einen Motorroller. Und da gab es ja den Bella-Roller von Zindab. Und ja, das waren so die Fahrzeuge, die es da gab. Den gibt es jetzt wieder als Remake aus China. Ich habe in Südwürttemberg habe ich den ersten Heinkel, Kreidler Motorrad gehabt. Also das Kreidler Moped, die Florett. Die Florett Dreigang. Dreigang, 50 Kubik Handschaltung. Und durftest zu zweit fahren, hat ein großes Nummernschild gehabt, brauchtest Klasse 4. Und die Klasse 4 habe ich 1955 gemacht. Nein, mit 56. Fuhr so 70 ungefähr? Meine lief 80 und dann haben sie mich erwischt mit 115 in der Stadt. Berg runter. Nein, auf Ebener. Der hat einen Delotter Rennvergaser dran gehabt mit 16 Durchlass. Da haben wir ausgeschnitten, die Verkleidung, dass der passte. Und das Ding lief über 100, also 118 haben sie mich gestoppt, die Polizei. Und dann musste ich den wieder in den alten Stand versetzen. Der Umbau zu Rückbau, den Rückbau hat damals 600 Mark gekostet. Das ist ein Vermögen. Das war ein Vermögen, weil die Florett hat 858 Mark gekostet, neu. Jetzt muss man sagen, in der Stadt mit über 100 zu fahren, du wolltest es wissen, da ne? gab es noch keine Begrenzung. Da gab es keine Begrenzung. Da gab es keine Begrenzung. Es gab mal keine Begrenzung. Also in den 50er Jahren gab es keine Begrenzung in der Stadt. Okay. Da konntest du also fahren, aber sie haben, ich glaube, bei 100 haben sie dich. Da darf ich mal kurz den Kaffee sehen, den du da hast. Oh, bitte, einmal. Weil ich liebe das. Ich bin ja ganz großer Kaffeetrinker. Und dann, Da ist er, der Bella Crema von Melitta. und dann Melitta Das heißt ja Pulverkaffee und ihr habt eine Kaffeemaschine. mit Kaffeemaschine, ja. So, toll. Ne? Und der Hund kriegt Rollkanin für Pudel. Der kriegt Kanin für Pudel, das ist das da. Und Der dann, sieht doch genauso aus wie auf dem Foto. ja, und das Ski- ist sein Lieblingsfutter gerade. Echt? Krass. Weißt du, was cool ist? Das sieht genauso aus, das Futter, wie von der Kaffee, von der Verpackung. Ja. Und dann eben, dass man dann so Reserven mit hat, ne? Okay. Das ist bis 22 haltbar, saure Nieren. Saure Nieren. Ja. Und Sag mal, da ist eine Riesenwurst, die ist aber für einen Hund, oder? das ist für einen Hund, ja. Okay. Die kriegt er dann auf zweimal. Auf zweimal. Das heißt, der isst eine halbe auf einmal. Eine halbe auf einmal, ja. Er ist wieso, er achtet auf seine Figur und wir werden den dann sehen. Und er achtet selber auf seine Figur. Also du brauchst ihn nicht bremsen.
wenn der Hört auf. hört auf. Es gibt ja viele Hunde, die fressen, bis sie platzen. Ja, die fressen die Schüssel leer und das macht er nicht. Der hat immer eine volle Schüssel Trockenfutter stehen. Und hier, was ist da drin? Da sind meine Gasflaschen drin. Reserven. Moment, ich mach das rein. Bist ein ordentlicher Mensch. So, Keeper. Ich zeige mal ganz kurz die Boxen, dass wir das mal sehen, weil Leute fragen mich immer, das ist Robert 45L von der Marke Keeper. Die sind gut, die Boxen? Ja, die dürfen etwas stabiler sein. Als die normalen Euro-Boxen. Ja, es gibt bessere, aber die sind eben auch preislich Attraktiv. Ja. attraktiv. Ja. Gut. Und hier sind die Gasflaschen bei dir? Ja, das sind Gasflaschen und sonstiger Mist. So, okay. Strom brauchst du ja auch noch ein bisschen. Ja, ich habe also circa 100 Meter Kabel. Das ist übrigens, ich habe das letzte Mal, als ich stand, 90 Meter gebraucht, das erste Mal mit 3 Kabeltrommeln. Ich habe also hier 50 und dann habe ich 50 oder 40 nochmal auf einer normalen Kabeltrommel. Aber das ist eine 2,5 Quadrat Kabel. Weißt du, was lustig war? Am Schluss, nach den 90 Metern, kamen nur noch 204 Volt an. Ja, das ist klar. Unwahrscheinlich der Verschleiß. Und wenn du so eine 2,5 Quadrat hast, die habe ich jetzt erst gekauft, kostet allerdings ein Vermögen, muss ich sagen. Brennstuhl Robusta 380 leer. Ja, das Kabel hast du extra gekauft? Die habe ich extra gekauft, weil sie 2,5 Quadrat hat und dass du auch 16 Ampere, wenn du das kleine Kabel nimmst, die 1,5 Quadrat, das ist warm. Das wird warm, wenn du viel abnimmst. Verstehe. Das heißt, da du ja dauerhaft stehst. Ja, und manchmal haben wir haben eine Waschmaschine, wir haben eine Spülmaschine und eine Kaffeemaschine. Wenn wir die zusammen laufen lassen, dann glühen die Kabel. So. Und bei 2,5 Quadrat nicht mehr. Jetzt gibt es ja viele Campingplätze, die haben nur so 5 Ampere. Ja, habe ich auch. Das ist kein Problem. Das ist überhaupt kein. Hier haben wir ja 10 Ampere. Ich kann meinen Wechselrichter runterdrehen. Und den Rest, was er mehr braucht, was er mehr abnimmt, das nimmt er über die Batterien. Okay, das heißt, der gleicht das aus so ein bisschen. Der gleicht das aus, selber. So, automatischer Netzausgleich. So, dann Dieseltank ist hier. Dieseltank ist da vorne, 380 Liter. 380 Liter. Du fährst ungefähr, wie weit fährst du? Also wir rechnen 1300 Kilometer bedenkenlos. 13 Kilometer. Das heißt, du fährst dann aber, wenn du schnell fährst, das geht schon auf den Diesel. Ja, also Schnellzug fahren kostet immer Geld und wir rechnen also, wenn man Schnellzug fährt, ich fahre ja grundsätzlich 100 km/h, dann muss ich mit 25 Liter rechnen. Und wenn du jetzt zum Beispiel nur 80, 87 fahren willst? Wenn ich jetzt 80 fahre, dann, ich habe das Auto schon gefahren, allerdings ohne Anhänger und dann kann ich ihn auch mit 18 Liter fahren. Sag mal, der hat so viel Power, du merkst den Anhänger, wenn er dran ist? Den Anhänger merkst du nicht. Gar nicht. Hast du keine Angst, dass hinten mal ein Reifen platzt, deswegen auch Tandem? Den Reifen, an dem Hänger haben wir in den letzten 1,5 Jahren 9 Räder gebraucht. 9 Räder? 9 Reifen, weil die Räder... Ach so, die drehen schneller. Erstens, das ist ja... Der Reifen, der muss aufgepumpt werden mit 6,25 Bar. Ja. Und bei dem Fahrzeug, wenn du hinten Platten hast, merkst du das nicht. Mhm. Du kannst es sehen, wenn du das Fenster offen hast, dass du einen Naller hörst und dann musst du gucken. Es ist ja so, du hast jetzt 2 Stück, 2 Reifen pro Seite. Das heißt aber, wenn der eine platzt, ist der andere unglaublich belastet, oder? Ja, ist ja unglaublich belastet. Da musst du gucken, dass du ihn hältst und dass du ihn auswechselst. Achso, du merkst das aber schon, wenn der eine platzen sollte. Nee, merkst du nicht. Nee, merkst du nicht. Da hupen sie dir auf der Autobahn. Ich habe jetzt zum Beispiel bei dieser Tour, habe ich bis jetzt 2 Stück gebraucht. Ich habe einen in Sinsheim gebraucht, da sind wir kaum auf der Autobahn gewesen. Ist einer an mir vorbeigefahren und hat gehupt. Der hat es gesehen, dass da die Fetzen fliegen. Und jetzt war das innerhalb von 1,5 Jahren, habe ich 9 Reifen gebraucht. Und du hast jetzt Reifen und Felge hast du dabei zum Wechseln, oder? Ich habe Reifen und Felge, ich habe eben ein Ersatzrad und deswegen sind wir jetzt in Koch gestanden 3 Tage, bis wir einen neuen Reifen hatten. Weil Achso, da. Achso, der ist gar nicht so einfach zu kriegen, oder? Ja, die kommen ja alle aus Taiwan und von Chinesen und es gibt ja das nicht.
So, gehen wir mal nach Das ist vorne. unser Stammplatz in Ungarn. Stammt In Spanien. in Spanien. Ach so, warte mal, ich mache mal gerade ein bisschen Werbung für den Platz. Moin, Das ist unser So. Stammplatz. da steht er, Rancho Buena Vista. Ja, Ist er gut? ist gut, ja. Ist ein deutscher Betreiber, hat etwa 35 Stellplätze und hat Kanalanschluss und Wasseranschluss. Und Der Stromanschluss. ist die direkt am Meer? Nein, 10 Kilometer weg vom Meer oder 12 Kilometer. So, und das heißt, du fährst dann mit dem Auto hin. Da vorne ist ein Stromaggregat. Ja, Ne? da ist keins mehr drin. Das ist ein Lagerplatz jetzt. Genau, wenn du mich da auch mal reingucken lässt. Das kann ich gut auch. Denn normalerweise ist ja hier so Da ein... ist ein 7,5 kW Stromaggregat drin gewesen. Und jetzt ist das als Lagerplatz umgebaut. Da liegen noch die Kabel. Und Wasser. Und da bringe ich meine Getränke unter und da habe ich eine Leiter nochmal und da habe ich einen Bodenteppich, den hier meide, nur wenn ich Schotter habe. Und du hast eine kleine Hupe, falls einer mal... Ja, so eine kleine Ein Lufthorn. Lufthorn. Sehr schön. Der fährt mit Luftfederung, der hier? Der ist voll luftgefedert. Der ist voll luftgefedert. Oh, mein Benzinkanister ist stiften gegangen. Muss ich mal gucken. Ja. Ja, gut, dass wir die mal aufgemacht haben. Aber ich nehme mal an, du machst sowieso jedes Mal Abfahrtskontrolle. Ja, guck. Da ist er. Da ist er. Ich habe nämlich ein Stromaggregat, aber nur ein 1000er Honda. Ah, der i10. i10. Und der reicht. Der beste Honda aller Zeiten. Den Ja, gibt es auch als leise. i20. i20. Also aber schwerer. 20 wäre besser, aber der 10er reicht durchaus. Und du brauchst den ab und zu, oder? Jein. Normal nicht. Nur für den Notfall. Ich hab, Solar auf dem Dach, 800, 800. 880 Watt Okay. und habe allerdings, das sind Fernscheinwerfer. Ja, ich finde die total süß. Du hast das Moderne mit dem klassischen LED. gemischt. LED. Hast ein cooles Kennzeichen bekommen, aber mehr ging gar nicht mehr rein. Aber mit Sondergenehmigung. Ja. Also mit Sondergenehmigung, weil das sind Zahlen nicht vom Auto, Ja. das sind Zahlen vom Motorrad. Okay. Da braucht es eine Ausnahmegenehmigung. Sieht aber cool aus. Kostet extra Geld. Ja, im Saarland. Und die Spiegel sind auch geändert. Die sind auch, weil die amerikanischen Spiegel ist eine Katastrophe. Da siehst du nur das halbe Auto. Ja, die sind etwas mehr Die sind gebogen. gewölbt. Cool. Die sind damals ganz neu auf den Markt gekommen. Zwischenzeitlich verbaut sie Bürstner, verbaut die, glaube ich, und nochmal ein paar so namhafte Hersteller. Da unten drunter, was ist da unter dem? Also jetzt nur mal beschreiben. Das ist eine Technikklappe hier. Siehst du, das ist eine Technikklappe. Das ist so, ich habe 20 Meter Luftschlauch mit, dass ich ums ganze Auto laufen kann. So, Luftdruck messen. Zum Luftdruck messen. Ich habe ja alles eigen und das ist zum Wasser nachfüllen. Das ist etwas bei dem Auto etwas Größeres. Ach so, für den Kühler, oder? Ja, für den Kühler. Da musst du auf eine Leiter steigen und das von oben reingießen, sonst kommst du mit dem Gießkanne kommt man nicht bei. Und das ist der Schlauch dazu. Stark. Gasdruckdämpfer überall. Ja, Gasdruckdämpfer. Und ja, so was man eben so braucht. Werkzeug, Zollwerkzeug. Das Auto ist ja nur mit Zollwerkzeug. Wenn ich in die Werkstatt gehe, dann hat er gesagt, tu mal dein Werkzeug raus. Dann sage ich, du weißt ja, wo es liegt. Also tu mir das Werkzeug aus. Guck mal hier. Das war das letzte Mal. Du warst wann da das letzte Mal? Das ist noch von 20. Von 20. So, Diplomat. Sag mal, die Entscheidung für das Auto, wie ist die gefallen? Du hast den gefunden im Internet oder wie? Nein, das war so. Ich hatte ja einen Hümer, einen Starline mit Mercedes drunter. Ja. Mit Mercedes hatte ich überhaupt keine Probleme, aber mit dem Aufbau. Es gab nichts, was ich nicht hatte. An Fehlern? An Fehlern. Ich hatte also ganze Listen geschrieben. Zum Beispiel Kühlschrank dreimal. Die Heizung, damals gab es die C-Heizung. Die war 6-mal heraus. Wann war das? In welchem Jahr? Ich habe das Auto verkauft 2011. Okay.
Also ein echter Fiat. oder 10. Nein, das war kein Fiat. Das war Nein, ein Fehler in allen Teilen. Ja, das war also Katastrophe mit dem Auto. Und dann habe ich ihn verkauft. Der hatte erst 32.000 Kilometer, hatte 4,9 Tonnen Gesamtgewicht. Aber das war eine Katastrophe mit dem Auto. Dichtheit. Was ich interessant finde, ist, die Amis haben immer so pragmatische Lösungen, um was dicht zu machen. Ja. Die haben halt oben ein Rollo drüber gemacht. Ja, ich hab hier auch Tücher zum Einziehen. Du siehst es, hier habe ich Kanten. Ich habe hier eine Dichtung kaputt. Und das wollte ich jetzt beheben. Sobald ich zum Reifenhändler komme, werde ich mir so ein Das ist wie so ein Scheibenwischer, oder? so ein Vulkanisiermaterial holen Ja. und eine richtige, ich habe das jetzt zugeklebt, zwar mit dem Silberklebband da, Ja. aber das taugt nichts. Das Den lässt Gaffertape. Ja. Das Hauptproblem ist, glaube ich, UV. sich- Die UV, ja, es zersetzt sich. das weicht sich auf und dann löst sich das. Und da ist die Dichtung gerissen, das ist diese Dichtung. Ja. Und die kann man, also das zu ersetzen, ist unwahrscheinlich Aufwendig. schwer. Weil ich hab das mal gesehen, das hier wird elektrisch ausgefahren. Das ist eine Sache von innen. Das ist so ein Gewinde oder was? Nein, das ist eine Welle, die läuft. Ja, genau, wie meinte ich. Und eine Zahnstange. Anschauen. So, komm, wir gehen mal rein. Ich bin mal ganz gespannt. Ja, Guck, wir können noch weitermachen. gerne, ja, unbedingt. Das ist der Durchgang von drüben. Hier ist, da habe ich auch, guck mal. Ach so, du kannst durchladen von der anderen Seite. Aber nur in die mittlere Klappe. Okay. Und das da habe ich Styropor liegen. Warum? Das erkläre ich auch. Wenn ich im Winter in Spanien stehe, auf dem Sliderauto ist ja ein Tuch drauf, als Plane. Und wenn es regnet, hängt die durch. Ah, damit es ablaufen kann. Und das habe ich mal mir schneiden lassen. Das Styropor, das ist keilförmig. Das schiebe ich da 4 Kissen schiebe ich da rein, wenn ich lange stehe. Und dann läuft das Wasser wunderschön ab. Toll. Man muss sich nur zu helfen wissen, oder? Ich nur zu helfen. Das ist der Durchgang von drüben. Ja. Und das ist die Entsorgung. Die Entsorgung. Also alles ähnlich, wie man es kennt. Das heißt natürlich erst Schwarzwasser. Das ist die Entsorgung. Ja, mal kurz mal reingucken, was wir da so haben. Frischwasseranschluss hast du auch direkt? Ich habe Stadtwasseranschluss auch. Ja. Das haben ja die Armee alle. Und bloß die Pumpen haben wir umgebaut und die Filteranlage haben wir umgebaut. Und wir nehmen kein Wasser aus dem Tank für Speise, für Essen oder für Duschen, Hände waschen. Nur zum Duschen und Händewaschen. Und für Toilettespülung. Sonst nicht. Wir haben drinnen einen Kanister stehen mit 20 Liter und dann Wasser. Und da hinten ist praktisch der Lüfter, wo der Lufttrockner liegt dahinter. Und das ist auch Strom. Strom. Ja, muss ich gucken. Ja, das klemmt immer ein bisschen. Jetzt haben wir fast alle Klappen. Ach, da steht er. Der 10i. Sehr gefragt. Man kriegt keine gebraucht. Man kriegt nichts gebraucht, weil das ist an für sich das Optimale. Ja, und der geht doch immer schnell an, oder? Ja, muss also, man muss ihn leer laufen lassen. Ja, stimmt. Man muss ihn leer laufen lassen. Wenn man das nicht macht, haben wir Ärger. Ja, dann wird die Zündkerze feucht. Nein, die Oder was? verkleben. Die verkleben, weil der Sprit heute in den Tankstellen, der ist so schlecht. Weil die dürfen ja bis 7 oder 8% Bio. dürfen die Bio-Scheiß beimischen. Und das kann es nicht sein. Okay, das heißt, du machst eigentlich nur die Spritzufuhr zu und lässt ihn ausgehen. Die Luftzufuhr zu und mach die Spritzufuhr zu und lassen laufen, bis er ausgeht. Und dann läuft er auch wieder an. Also das ist zu Hause beim Rasenmäher dasselbe Lied. Wenn ich den leer laufen lasse, läuft er wieder an, dann ziehe ich 2-mal, dann läuft er wieder. Und wenn er nicht leer gelaufen ist, dann verklebt er. So, jetzt fängt an zu regnen, jetzt müssen wir rein. Jetzt gehen wir rein. Weil die Kamera ist leider nicht wasserdicht. Übrigens für alle, die sich jetzt fragen, wo wir stehen in Klüsserath auf einem der weitläufigsten Campingplätze. Hier kann man machen, eigentlich, man findet immer einen Platz hier, oder?
Bitte? Man findet hier immer einen Platz Man findet hier immer einen Platz. Hier hat es 350 Stellplätze. und es ist gar nicht so teuer, oder? Nein. Kostet irgendwie Jetzt hat er wieder erhöht, 7,80 €. 7 Euro. Ich habe eine große Bitte, wenn du die Musik ausmachen könntest, weil Den kann man ausmachen. sonst kriege ich Ärger. So, das ist übrigens das Fliegengitter. Ein bisschen wegnehmen. Oh je, jetzt kriege ich Ärger hier, wenn der im Ross... So, jetzt, dann machen wir aus. Komm rein. Ja, ich komme rein. Ich gehe mal kurz hier. Also da ist eine ausfahrbare Stufe. Das ist das Fliegengitter hier aus Metall. Das ist, unten ist für den Hund. Unten ist für den Hund. Das untere Gitter, das habe ich drauf gemacht. Da hat er also als Neuling hat er da einen Ausbruchversuch gemacht. Ein Ausbruch. Versuch. Ja. Weil wir raus sind und er durfte nicht mit. Und da haben wir da einen Ausbruchversuch gemacht. Und jetzt habe ich das Lochgitter da drauf gemacht. Und Jetzt ist Feierabend. Da drunten ist ein Fliegengitter, wie oben auch. Und dann ist das okay. Sehr schön. So, Komm rein. komm rein. Zeige ich mal gerade. Ich muss es gerade mal wirken lassen. Ja, wenn man hier so reingeht. Hier vorne Und du bist friedlich. Hier vorne ist dein... Gut, ich gehe jetzt in seinen... Wow! Ist das groß hier? Das gibt's doch gar Soll ich nicht. Licht anmachen, Ja, bitte, bitte Licht anmachen. Sei so lieb. So, Das ist ja wie in einem richtigen Apartment hier. ja. Komm rein. Warte, ich mache mal die Tür zu. Ich mache bloß den Fliegengitter zu, ja? So, ja. Und unten nach oben. So. So, jetzt. Jetzt hat. So, hier hast du schon mal einen Sessel direkt am Eingang. Ja, Da ist der Hundsitzer. der Hund, der sitzt gerne auf meinem Platz. Boah, ihr habt es ja voll gemütlich hier. Und was ich cool finde, Das tun wir weg da vorne, das muss nicht unbedingt da liegen. So. ihr habt einen tollen Ausblick, oder? Immer. Ja. Bei uns wird auch normal nichts zugemacht. Bei uns wird alles offen gelassen. Das ist etwa wie in Holland, dass man in die Häuser reingucken kann. Das gibt es nicht bei uns, dass man das zumacht und dass die Leute nicht reingucken, weil unsere Nachbarn, die fahren her und machen die Rollhaus zu, Ja. nach oben, dass man nicht reinsieht. Und bei uns kann man nicht reingucken, weil das von außen dunkel ist. Das ist dunkel. Also, du hast einen Bordatlas, Ja, 6400 Stellplätze ja. aus dem Jahr 2020. Ist der gut, der Atlas? Das ist einer der besten. Ja. Das ist einer der besten. Es gibt ja viele, es gibt Promobil und wie sie alle heißen. Und jeder will noch besser sein, aber der gibt vor allen Dingen die Längen an. Ich zeig mal gerade, ich hab dir jetzt deine Fernsehsender weggenommen. Das tut mir so leid. Ich zeige aber was ganz Schönes. Ich war am Donnerstag bei Schlagerparadies, dem Radio. Kennst du das? Das ist so ein DAB Plus Sender, also der ist ganz neu. Und da habe ich gesehen, du bist ganz großer Amigos-Fan, richtig? Ja, wir sind. Ich zeig das mal gerade. Die habe ich nämlich direkt entdeckt. Sehnsucht, wie die... Da haben wir eine drin heute schon. Wir haben. Warte, ich hole die mal raus, da kann man das mal zeigen. Denn die Amigos sind ja auch so klasse. Wir sind momentan unwahrscheinlich. Das sind zwei Brüder, gell? Das sind zwei Brüder und die Tochter singt ja auch. Ja, die Tochter, die ist auch sehr... Von dem einen die Tochter. Das stimmt, ja. Also ich finde, die Amigos, die haben das verdient. Die haben einen Riesenerfolg. Die haben 20 Jahre gebraucht, bis sie so weit waren. Stark. Und die finde ich toll, die Jungs. Ja, ich wach morgens immer auf mit 1 Live und den Amigos. Ja. Gibt also bei mir, ja. Dann hast du Superstraßen. Was ist das für ein Atlas? Das ist ein normaler Atlas. Normaler, der ist, ja, habe ich gekauft beim ADAC. Siehst du, das ist ein Straßenatlas. Darf ich dich mal was fragen? Du hast mir erzählt, dein Handy ist ein bisschen älter. Ich zeig's mal, du hast einen Nokia 61. Liegt's. Da ist es angeschlossen. Da habe ich eine Freisprechanlage dafür. So, aber du hast kein Google Maps. Nein, Echt nicht? nein. Mir reicht es zum Telefonieren. Das kann ich mit. Und ich kann eine SMS schreiben, wenn ich Lust habe. Und mehr brauche ich nicht. Du hast noch einen Nokia 6110. Ja, 63. 6310, ja. Wow, du bist mein Held, weißt du das? Du lebst quasi ohne Apps, ohne Handys. Ich brauche sowas nicht. Ich kann das nicht. Ich habe Ich auch zwar nicht. einen kleinen Computer. Ja. Wenn ich irgendwo. Bitte? Stimbo, Faller. Ja, muss ich. Moment, ich nehme mein Ah, Taschentuch. das weg. Tempo. Tempo. Tempo, okay. Ja, jetzt Ja, hab ich ich habe. Ja,
ich muss sagen, ich bin eurem Dialekt nicht so ganz mächtig. Ja. Aber ihr Wir kommt. kennen ja 3 Sprachen. Wir kennen ja Deutsch, Schwäbisch und über andere Leute. Aha. Ihr kommt woher kommt ihr ungefähr? Aus welchem Ecken? Wir sind aus Baden-Württemberg und zwar zwischen Stuttgart und Ulm auf der Schwäbischen Alb. Der Schwäbischen Alb. Ich zeig mal gerade, wie schön du da sitzt, dass man das mal sieht. Warte mal, ich muss mich mal gerade ein Stück mal zurückgehen. Ich kann mich immer hier hinsetzen. Dann seid ihr. Ist das gemütlich? Ja. Ja. Wir haben hier einen richtigen Fernsehsessel. Und da ist unser Fernseher. Und der Hund daneben. Und der Hund Johann, daneben. wo bist du? Komm, Ist der süß? komm, da. Nicht schon wieder ins Bett. Komm da rauf. Komm Da. her. So, jetzt komm neben mir. Der ist noch jung, oder? Der 10 Jahre, ja. 10 Jahre. Ja, Ja. aber lebendig. Der ist, und er achtet auf seine Figur. Ja. Das heißt aber, ihr müsst zum Hundefriseur ab und zu, Ja, ne? alle 2 Monate geht Ja, er oft. und die Frau alle Halbjahr. Alle halbe Jahr. Achso, der Hund geht öfter als die Frau. Der Hund Ah, ja, geht alle klar. 2 Monate und die Frau alle halbes Jahr. Ja. War natürlich jetzt ein Problem zu Corona. Die Man durften, muss ja oder? sparen. Ja, das war ein bisschen Ja. Problem. Ja. Wir durften nicht zum Friseur. Stark. So, dann hast du hier dein Bänkchen, hast du? Ja, das zum Füße hochlegen. Ich hab's. Und da habe ich noch so Kisten, wo ich so Ja, eben. Brust. Nur das drückt. Man muss das einfach haben. Boah, Ja. ihr seid so toll. Also ihr seid ohne Witz. Und das ist die Küche. Er hat deine Das ist Küche gelobt. Das ist unsere Küche. Da wird auch gekocht. Und gibt's alles. Es wird alles gekocht, was eben. Wir haben ein Ceranfeld. Ich muss mal gerade hier, linke Seite, einen richtigen Platz zum Essen. Mit richtigen Stühlen. Ja. Ne? Nicht so. Wir haben richtige Stühle. Die stehen fest, die bleiben auch so stehen, auch unter der Fahrt. Die braucht man nicht festmachen. Und Guck mal hier, ihr habt einen wir haben Fliesenboden. Fliesenboden. Ja, Ist gut. es war hier ein Teppichboden, den haben wir rausgerissen. Ne? Wir haben jetzt da Linoleum. Gut, das haben ja die Amis oft mit dem Teppich, oder? Ja, den Teppich haben sie es. Da hinten haben wir noch Teppich im Schlafzimmer. Und ja, Und die war schon drin, die Küche? die Küche ist drin, die ist komplett, die geht raus mit Slideout. Also das mit dem Slide-Out, das bisschen Platz hier, das macht so viel aus. Von hier bis dahinter, bis zur Scheibe. Ja. Das macht viel aus. Das macht unwahrscheinlich viel aus. Das sind Welten. Ist das im Winter schwer zu heizen, das Fahrzeug? Oder? Nein, überhaupt nicht. Der ist so gut isoliert, muss man sagen. Also wir haben zwar 2 Heizungen, deutsche Heizung, Drama. Das ist ein Drama. Das sind Truma-Heizungen. Leider gibt es in Deutschland nichts mehr anderes. Es gibt ja nur noch Truma. Selbst die alte Heizung ist ja Truma. Und die haben das Monopol. Das finde ich nicht gut. Es gibt eine Schiffsheizung, die ich öfter mal gezeigt habe in meinen Videos. Die hat 7 kW Ja. und das ist eine Zentralheizung für Schiffe und die Für wird, Schiffe. die wird ganz oft Ja, eingebaut in bloß Wohnmobile. die baut zum Beispiel Vario baut die ein. Genau. Ja, ich weiß das. Also ganz neu, auch Morelo hat sie jetzt im Einsatz. Ja. Hat sie Morello jetzt auch in Hat sie jetzt auch im Einsatz. Einsatz, Weil das ist eine mit Heizkörpern, Warmwasserheizung. Aber die ist auch zu teuer. Die kann man auch über einen Wärmetauscher. Habe ich. Ja, aber das ist uninteressant. Über den Wärmetauscher ist es nicht interessant. So, jetzt zeig ich. Bitte? Also nur mal gerade, dein Mann ist 81 Ja. und der trinkt jeden Tag 6 Löffel Kaffee, hat er mir erzählt. Ja, wir trinken jeden Tag Ja. 6 Tassen. Wir trinken viel Wir Kaffee. trinken 3 so Leerschwimmbecken. Nochmal, wie viel? 3 Leerschwimmbecken. Weißt du nicht, was das ist? Nee. Das ist eine große doppelte Tasse. Ein Leerschwimmbecken. Ja, ein kleines Leerschwimmbecken. Sag mal, wie habt ihr euch denn kennengelernt damals? Wir kennen uns schon Zum über 50 Tanzen. Jahre. Beim Beim Tanzen. Tanzen, ja. Wir sind beim Tanzen gewesen. Wo wart ihr da? In damals? Bad Urach. In Bad Urach habt ihr Ja. euch kennengelernt. Ja. Und dann? Tanztee, da ist Tanztee. Sonntagnachmittag Tanztee. Das Tanztee. Immer noch Tanztee? Nee. Ja, ja, momentan nicht, aber Ja, ich weiß Achso, das gibt's immer noch, den Tanztee in Bad Urach. ja, das gibt's noch. So, und der Tanztee, da wart ihr denn da und da hast du ihn gesehen und das war so ein bisschen wie bei Pretty Woman, hast du gesagt, hier, das ist er fürs Leben? Ja, er hat mich aufgefordert zum Tanzen, ja, und dann
Und du kannst dich noch daran erinnern, als wäre es heute. Ja, ja, sicher. Ist schon nie so lange her. Nein, wir 11 Jahre. 11, 12 Jahre, ja. 11 Jahre. Ihr habt euch vor 11 Jahren das Ja, kennengelernt. ich kenne sie zwar schon 50 Jahre, weil ich habe mich früher in meiner Jugendzeit oder in meiner jugendlichen Zeit, wo wir das mal so behaben, habe ich mich mit ihrem Chef immer rumgestritten. Weil sie war bei einer Zulassungsstelle beschäftigt und ihr Chef hat gemeint, er müsste mich immer piesacken. Aber jetzt so ein junges Ding als Frau zu haben, ist das schwierig? Ist das nicht... Ich habe ja keine, sie ist ja nicht jung, sie ist 5 Jahre jünger wie ich. Achso, ich habe gedacht, du wärst... Sag mal, wenn ihr jetzt also im Prinzip alte Leute hier vorbeigehen seht, ja, was denkt ihr dann? Ja, Was, wir denken gar nichts. Also ich würde sagen, für uns sind alle Leute, ja, ich denke, guck, der hat auch einen alten Kopf, hat er. Nein, ich denke jetzt so 81 und er ist ja noch jung im Kopf, muss man sagen. Also ist er jetzt nicht allgemein. Also du machst nicht den Eindruck, als wärst du über 80 für mich, ja. Ja, nee, Er ist auch fit. ich fühle mich also auch so. Ja, ich habe ihn eben gefragt, was ist das große, was ist das große Geheimnis, dass man so alt wird und nicht dauernd krank ist? Sag mal. Dass ihm gut, dass einfach ihm, dass uns gut geht. Dass ihr keinen Stress habt, oder? Ja. Wir haben genau. keinen Stress. Wir Nein. machen uns Ja. keinen Stress. Für uns gibt es keinen Stress. Für uns gibt's, wir stehen morgens auf in Ruhe um 8 oder so und machen dann einen Kaffee und dann mache ich Kaffee. Ich mache auch zu Hause das Frühstück, ich mache zu Hause auch den Kaffee und dann frühstücken wir 1 bis 1,5 Stunden. Ihr seid jeden Morgen 1 bis 1,5 Stunden zusammen, frühstückt, redet. Ja, Ja. immer. Immer. Ja. Und ihr steht wann auf morgens immer? So bis so 8 8 Uhr. Um 8 Uhr. Ja. So, und abends ins Bett wann? Ja, um 10, halb 11 sind wir zu Hause weg. Ja. Auch hier. Außer es kommt eine tolle Sendung. Gestern Abend sind wir um 11 gegangen. Das muss einfach sein. Und da gestern Abend haben wir eine Sendung angeguckt, die ging bis um 11 und dann war Feierabend, da sind wir ins Bett gegangen. So, aber es gibt Kuchen. Es gibt heute Mittag Rhabarberkuchen, den haben wir gerade aus dem Eisschrank genommen. Die habt ihr selbst gemacht. Nein, den haben wir gekauft in einem Lokal, Aber selbst gemacht. aber selbst gemacht. Warte, ich mach mal ganz kurz hier mein Licht mal ein bisschen wärmer. Sonst sieht das alles aus wie kurz Ja, der ist jetzt wahrscheinlich noch gefroren, deswegen... stark. Dann habt ihr hier oben, das ist keine Mikrowelle, oder? Nein, das ist Backofen. ein Backofen. Den haben wir neu eingebaut. Wir hatten vorher da ein amerikanisches. Zwar, da konnte man alles machen, so ein mit Mikrowellenherd. Ist das Gas, das da? Nein, das ist Strom. alles mit Strom. Alles 230 Volt. Toll. Also ich habe jetzt eine Mikrowelle mit eingebauten Herd. Ja. Die habe ich mir besorgt, weil ich das nicht so oft benutze. Ja, nee, das war amerikanisch. Und ich hatte zwar eine deutsche Beschreibung dazu, aber das war nicht so toll. Und das Ceran-Kochfeld ist auf Gas. Das ist Gas. Gut. Also braucht 230 Volt zum Zünden und dann läuft er auf Gas. Aber was ist da drunter? Da? Das sind eben Schubladen, normale Schubladen. Genau. Sind die tief, die Schubladen? Oder? Ja, die gehen bis hinten hin. So, und die gehen so zu und die bleiben zu während Die der bleiben zu, das sind so Einraster. Pass mal auf, ich zeig dir das. Guck mal, hier Ja. ist so eine Lippe Ja. und hier ist so ein Haken. Ja. Und dann rastet das ein, dann bleiben die zu. Toll. Und da ist eine Spielmaschine. Ah, okay. Ich hab auch eine Spülmaschine, da kriege ich immer Haue, weil die Leute sagen Camping und Spülmaschine, aber ich spüle die ganze Zeit. Und du auch? Ja, mir auch. Ja. Also ich habe alles. Nee, Braucht 6 Liter Wasser. Du brauchst, wenn du vorhand spielst, wesentlich mehr. das stimmt, ja. Also ich habe die dauernd im Betrieb und ich mache auch direkt das Geschirr, was schmutzig ist, stelle ich direkt rein. Ja, wir da auch. ist es weg. Nur die Kochtöpfe. Nur die Kochtöpfe. Passt nicht rein. Ja. Ja, weil die So. Spülmaschine. Das ist seine Speiseecke. So, das ist das Das Wasser ist unser Wasser, was wir zum Kochen benutzen. extra. Und Kaffee und nehmen wir momentan aus dem Kanister. Das ist Quellwasser. Quellwasser. Das kaufen wir extra. Das gibt es momentan nicht überall, haben wir jetzt festgestellt. Bei uns in Baden-Württemberg gibt es dieses Quellwasser, weil wir ein unwahrscheinlich kalkhaltiges Wasser haben. Ja, ich auch. Ich Wir, habe 28 zu Hause. ich weiß nicht wie viel, aber auf jeden Fall eine Woche, dann musst du entkeigen.
Ich kann dir einen guten Tipp geben. Ich habe zu Hause ein Video gedreht. Ich habe seit 4 Jahren zu Hause einen Dreifach-Osmosefilter als Maschine. Sieht aus wie eine Kaffeemaschine. Ja. Machst oben das Wasser rein, unten 99,99999% reines Wasser. Ja? Ohne Kalk, ohne alles. Und da habe ich ein Video drüber gedreht, muss ich dir zeigen. Musst Das du mal Ding, zeigen, ja. unvorstellbar. Das nehmen wir jetzt sogar mit auf die große Reise, Ja, weil gut. wir keine Lust haben, das irgendwie zu machen. Guck mal hier, Kühlschrank. Ihr habt einen Kissmann. Wir haben einen Kissmann-Kühlschrank. Das ist ein deutscher, wird in München gebaut. Ja, weil- kenn ich ja. Das Und sind die weil besten Kühlschränke. unser Alter hat gebrannt. Ja. Unser Alter ist explodiert. Der Gasteil in Spanien. Ist aber nichts passiert, oder? Nichts passiert, außer dass eben innen alles verkohlt war, die ganze Isolierung verbrannt und so. Hat aber nicht weitergebrannt, oder? Nein, wir sind gerade nach Hause gekommen gewesen. Glück gehabt. Dann ist der Nachbar gekommen und hat gesagt, bei dir raucht es aus dem Dach raus. Ist explodiert. Da ist die Abgasleitung, also der Herd hat hier aufgehört, in dieser Höhe. Ja. 1 Meter oben nichts. Da ist zwar oben ein riesen Gitter drauf und da ist ein riesen Gitter drauf und da ist es rausgezogen. Aber der Körper vom Kühlschrank war schon durchgebrannt. Habe ich die Möglichkeit, mal reinzugucken in den Kühlschrank? Denn ich habe gehört, ihr kocht ja vieles selber. Alles. Alles. So, was gibt's heute Abend? Heute Mittag gibt es bei uns noch Reste von gestern. Was gibt's heute? Ein Schweinehals Da in der Pfanne? in der Pfanne. Da ist darf ich jetzt mal sehen, den Schweinehals? Ja, Wenn du mal so lieb bist, soll ich mal reingucken? guck, hier ist auch noch ein Rest drin. Was ist da drin? Das ist auch ein Schweinehals. Den haben wir gestern mit in der Kneipe, wo wir waren zum Essen. War es drumrum, war eine Katastrophe. Aber das Schwein hat sich nicht mehr gewehrt, als ihr das am Hals gepackt habt. Und das ist also. Und Warte mal, ich guck mal gerade, ihr habt normale Milch. Sahnejoghurt von nein, Zott? normale Milch haben wir auch, ja. Und dann haben wir, wir essen normal. Schweinemedaillons aus Eifel, die sind wahrscheinlich auch rausgemacht beim Die Metzger, oder? kaufen wir hier beim Metzger in dem Versorgungswagen, der hier kommt. Der ab und zu mal kommt. Dann habt ihr Der Sprühsahne, kommt täglich. Katzenzungen, was ist das hier? Das ist Schokolade. Schokolade. So, Thüringer Pflaumenmus. Dann was ist das? Krautsalat. Krautsalat. Ach, das habe ich hier schon mal gesehen. Das ist Rama zum Braten. Ja, das nehmen wir aber nicht ganz wenig noch, denn wir nehmen das hier. Was Guck denn? Sag mal. Das ist von meinem Freund. Ja. Der hat eine Ölmühle, also das ist der jüngste Ölmüller, den es in Deutschland gibt. Die Ölfreunde seit 2019. Rapsfreund. Und der Junge ist 15 Jahre alt, dem die Ölmühle gehört. 15. 15. Er darf nicht führen, aber sein Vater steht gerade dafür. So, da gibt es wahrscheinlich im Internet. Ich denke, der Umsatz sollte jetzt ein bisschen nach oben gehen. Ja, der liefert zwischenzeitlich, versorgt der Rewe mit Öle, Rapsöle. Er kauft nur Raps im Umfeld von der Ölmühle und macht auch Bioöl. Krass, 13. 15 Jahre alt ist der 15 Junge. Jahre alt. Das ist Paul. Jetzt mal eine Frage. Du kennst Brisk, oder? Brisk kenne ich. Ja, was machst du mit Brisk so? Brisk haben wir nichts, gell? Nix. Weil da vorne ist Brisk Ja, das ist doch für den Hund. für einen Hund. Okay, Brisk für den Hund. Für einen Hund. Ich kenne Brisk noch von früher. Das war so, glaube ich, so für die Haare so ein bisschen, oder? Ja, das ist glaube ich, mit Hanföl oder sowas. Und sowas, ja. Gegen wie heißt Zecken. Zecken. Gegen Zecken. Und oben, was ist oben Das ist drin? ein Gefrierfach. Guck mal. Ist es voll, oder? Voll. Darf ich mal sehen, kurz? Kurz Ah, ihr habt Hackfleisch, habt ihr auch drin. haben wir alles drin. Eis, Hackfleisch, Und Butter habt ihr gebunkert. buttert. Haben Ja. wir gebunkert, das bunkern wir immer. Wir nehmen nämlich Meckles Joghurtbutter. Ist zwar Schleichwerbung, Nee, kannst du machen. Ist Ja. die gut, die Mäckle? ist sehr gut. Was ist Ja. da so gut dran? Ist die Das ist weniger Fett? Es ist weniger Fett, weil es ein Joghurtbutter ist. Und das kaufen wir, aber das kaufen wir nur, wenn es im Sonderangebot ist. Aha. Ihr seid ja sind- Schwaben. Nee, seid Ja, wir Schwaben? sind Schwaben, wir sind eben sparsam. Okay. Ne? Und kaufen das, weil sonst, das mache ich wieder in den Kühlschrank. Kannst du gerne machen. Das ist aber bestimmt nicht ganz billig, das Öl, oder? Von dem Ich glaube 6,50 kostet 6,50. Also noch ja, bezahlbar. einen halben Darf ich Liter. ganz kurz noch einmal? Du trinkst Ramazzotti. es. Ramazzotti trinkt Mama. Trinkt die Mama.
Und hier Ben Bems. Ja, das kriegen wir immer von unserem Freund. Das ist ein Untermieter von uns zu Hause. Okay. Der gibt ihr manchmal so einen Karton voll. Gott. So, Der hat ja. mehr Geld wie wir. Das da oben ist die Strombegrenzung, Die gell? Strombegrenzung, siehst du, die habe ich jetzt auf 10 Ampere eingestellt. 10 Ampere eingestellt und jetzt ladet er gerade die Batterien wieder auf. So, und hier hast du deine Victron Energy. Im Moment produzierst du Solar, sag ich mal? Ja, der zeigt nichts an. Da ist die Sicherung raus. Tot. Den haben wir also. Er lädt aber. Da ist irgendwas falsch da unten. Und das ist bestellt, aber noch nicht geliefert worden. So, und hier die Tür kannst du zumachen. Das ist So, ein Ding, ja? das ist hier Ein Apotheker. Apothekerschrank, siehst du, da kommt nochmal das Öl. Ist der weit auf? Geht der weit auf? Ja, der geht ganz raus. Das ist ja praktisch. Ja? So, und die Heringsfilets drin. So, dann habt ihr Kleiderschränke, sind wahrscheinlich hier hinten dann im Bereich? Nächste Abteilung ist ein Kleiderschrank, das ist die Tür. Ja. Das ist toll mit der Tür. Du kannst zumachen, dann bist Kannst du. du machen und hinten haben wir auch eine gleiche Tür. Das ist Toilette, das ist bei den Amis Schöne, dass die Toilette abgeschlossen ist. Also nicht, dass du sitzt ja bei den Morellos oder bei den Concords, Mitten im Raum. sitzt du mitten im Raum. Und das wollen wir nicht. Das kann ich mir vorstellen. Ne? Guck mal hier, da ist das Hundekörbchen. Das ist ein Hundekörbchen, da liegt er bloß nie, da liegt er selten. Da liegt er bloß, wenn er mit seiner Sau spielt da. Mit der da? Jo. Die hat er schon kaputt gemacht. Ja, die hat er kaputt gemacht, da hat er feststellen wollen, wieso das die grunzt. Ah, und da war sie kaputt. Da war sie kaputt. So, und das ist euer Waschbecken. Das ist das Waschbecken, hier ist die Dusche. So, okay. Ist die groß genug für dich? Die ist groß genug, da kannst du richtig Tanzen, ja. ja, siehst. Habt ihr euch echt beim Tanztee kennen? Da komme ich ja nicht drüber weg, ja. Ja. Das, Ja, ich bin früher 6-mal, also im gehobenen Alter schon. Ja. Ich bin in der Woche 6-mal tanzen gegangen. krass. Und einmal hatte ich. Guck mal gerade rein. Darf ich reingucken? Darfst schon reingucken. So, da ist das Klo. Das ist natürlich ein großes Klo, was ihr habt. Du hast diesen Zusatz, dass es nicht stinkt, gell? Ja, ich hab einen Zusatz drin. So, das ist irgendwie aus der Bauernchemie, kommt das? Gib mal irgendwie rein. Kannst du nur im Ostdeutschland kaufen. Gott. Das gibt's woanders nicht. So, das heißt, du drückst drauf und dann fällt es direkt in den Tank rein. Das wird nicht zerhackt. Tank rein, 180 Liter. Gut, Spült mit Wasser nach. Feierabend. So. Sehr schön. Siehst du, Sag mal, eigentlich lebt ihr ja eine lange Zeit im Auto, oder? Sozusagen. wir sind 10 Monate unterwegs. 10 Monate. Du würdest das nichts eintauschen gegen nichts, oder? Nein. Nee. Die Freiheit? Die Freiheit. Du kannst jeden Tag entscheiden. Unabhängig und entscheiden, was wir machen. So, das ist der Soll ich mal Medikamentenschrank. aufmachen? Ja, sei so lieb. Mal den Ausblick der Kollegen mal sehen, die wahrscheinlich immer noch alles zugezogen haben. Ja, immer. Das ist ganz normal. Halt. So, mal ganz hoch. Und das ist dein Ausblick. Man kann aber auch jetzt nicht reingucken, so richtig, oder? Normal kann man nicht reingucken, die Scheiben sind getönt. Toll. So, das erweitert den Raum auch nochmal, der Spiegel. Ja. Und schläft sich gut hier? Ja, super. Das heißt, das ganze Fahrzeug hat eigentlich nur ein Doppelbett. Das ist hat nur ein Doppelbett. Das für zwei Personen. Das ist ein Fahrzeug für 2 Personen. Toll. Das heißt, der Rest ist Platz. Ihr habt eine Klimaanlage auch hier drin? Ja, wir haben 2 Klimaanlagen, aber wir benutzen die nicht. Selten. Gar nicht. Ja, die brauchen in der Stunde 1 kW Strom. Und in dem Auto brauchen wir normal keine Klimaanlage, weil das Auto ist erstens einmal so gut isoliert. Du hörst hier keinen Regen auf dem Dach. Du hörst keinen Regen auf dem Dach, außer an den Kuppeln und an den Fenstern oben. Oder auch die Wände sind ja etwa 6-7 Zentimeter stark. Das Auto ist also so toll, wenn man die Schiebefenster aufmacht und durchlüften lässt, reicht das Verlauf aus. Also unsere Klimaanlagen sind, seit wir das Auto besitzen, sind die 2-mal gelaufen. Um zu gucken, ob sie noch gehen. Ja, einfach, dass sie gehen und wir haben das probiert und da waren wir in Greven bei Münster
Da hat es 42 Grad gehabt, da sind sie kurz gelaufen und da konnte ich auch testen, was sie Strom brauchen. Und das Auto ist hier zu Ende, das ist die Heckwand. Das ist die Endwand. Das ist die Und hier unten drunter, hast du mir erzählt, Ist hebst der du hoch, Motor. kannst du den Motor gucken. Ja. Da ist aber nochmal eine Klappe, nehme ich an, drunter. Ja, das sind noch zwei Klappen. Zwei Klappen. Da ist einmal das Bett hoch, das geht dann so hoch. Und dann ist nochmal eine Isolierung und nochmal eine Klappe. Das heißt, wenn es mal kalt wird, du musst ja dann nur den Motor anmachen, da wird es hinten warm. Ja, normal, aber normal, wir brauchen da hinten keine Heizung. Wir haben zwar zwei Heizungen, siehst einmal hier und da ist der Boiler drin. Und wir haben ja keinen Gasboiler mehr, wir haben jetzt einen Elektroboiler aus der Schiffstechnik. So, Staubsauger habt ihr. Und ihr habt ein spezielles Sicherungssystem im Baumarkt gekauft. Ich zeig das mal gerade. Ja, das ist gut. Wir hatten ja da einen Fernseher drin, einen Röhrenfernseher. Röhren. Mit Röhren. Ja, der war bis vor kurzem drin. Das glaube ich dir. Wenn du ein Nokia-Handy Und hast. dann habe ich den, weil ich ja ein armes Schwein bin, habe ich ja den als Gebrauch gekauft. Bei eBay. Nein, bei meinem Freund, der hat den in den Keller gehabt und funktionsfähig. Und da habe ich gesagt, komm, ich gebe da 100 €. Und dann haben wir hier eine Platte gemacht und haben das passend gemacht, auch verriegelt, Ja. weil das ist noch ein Fernseher, der einen extra Receiver braucht. Ah. Und der hat drin, und wir haben jetzt auch einen Strom ausgesteckt. Also wenn Mutti abends Fernseher gucken will, ein anderes Programm, dann kann ich den einstecken und dann funktioniert das. Toll. Also ich bin. Achso, ihr habt doch Kleiderschränke? Oder? Einmal, Nicht? Nee, darf das ich sieht nicht. furchtbar aus, Das ist nicht schlimm. Also weil wir haben eben alles knallig voll. Ja. Also ich bin vollkommen hin und weg. Das heißt, ihr lebt 10 Monate in dem Auto Ja, etwa mit Unterbrechung. mit Unterbrechung. Ich liebe das Schwein von eurem Hund, ja. Das ist leider kaputt jetzt. Ja, da ist noch mal eins. Das ist noch mal Das eins. ist aber auch ein kaputtes. Ja, der- Genau, wenn du mal drauf drückst, bitte. Mach mal. Ist das geil. Das hat er untersucht, wieso das grunzt. Oh. Oh, er kommt. Der kommt schon. Oh, ist der hübsch. Name, was hat der für einen Namen, der Hund? Joan. Joan. Ist der hübsch? Das ist ein ganz hübscher. Also meine Tochter hat ja einen schwarzen Großpudel. Ja. Ja, der heißt Frieda. Wir wollten keinen Schwarzen und wollten keinen Weißen. Frieda heißt er. Ja. Wir wollten keinen Schwarzen und keinen Weißen. So, also ich bin wirklich extrem beeindruckt von eurem Auto. Und das meine ich aus ganzem Herzen. Ihr habt eins der schönsten Fahrzeuge, die ich je gesehen habe, weil das so ist zwar gemütlich. Alt, aber gemütlich und ja. So Ist doch nicht wirklich alt. Also es ist doch. Der Vorteil ist, wenn Leute schimpfen und sagen, hier, das Ding, das verbraucht viel Sprit und so, ihr fahrt ja nicht die ganze Zeit, sondern ihr steht ja wochenlang. Genau. Deswegen, wir stehen ja und haben einen PKW mit und können uns ringsrum alles angucken und fahren mit dem PKW. Und den Grund habe ich ja gesagt, wieso dass wir einen PKW mit haben. Und und sonst ist. Ja, und du brauchst nichts anbinden, es ist die Klimaanlage zum Einstellen da. Ja, habe ich nur gerade gefunden. Ja. Die. Ja. So, jetzt ist kurz nach 12. Ja, die Uhr habe ich in Spanien gekauft, die hatte mal 10 € gekostet. Sag mal, das Leben hier ist ja auch relativ günstig, wenn du das so vergleichst mit, oder es geht. Ja, also wir gehen auch viele mal essen oder so und gell? Aber das ist doch schön, essen zu gehen. Man Ja, genau. kann sich bedienen lassen. Ja, gestern waren wir wieder mit Enttäuschung essen, Warum? weil die Qualität nicht so toll war. Und wenn ich in ein Hotel gehe und in ein gutes Haus gehe, das war ein gutes Haus, setz dich hin. Oh, ist das gemütlich. Oh, hier will ich ja gar nicht mehr aufstehen. Das, Wenn ich in ein gutes Haus gehe und kriege ich dann Gemüse aus dem Wasser gezogen, ohne jeglichen Geschmack, dann fehlt irgendwas. Dann hat entweder der Chefkoch da falsch gelernt oder er macht seinen Beruf nicht aus Lust und Laune und macht es, weil er sein muss. Also gestern war es wieder ein Übel. Ich wollte reklamieren, aber meine Frau hat dann gesagt, nein, du kannst auch nicht reklamieren und so. Das ist Aber gesund. ja, Gesund war das. wissen Sie, Gemüse schmeckte nicht nach ihm und nicht nach ihr.
Also überhaupt nichts. Sehr schön, also total langweilig. Ja. Ja, Ja. wir haben jetzt Also einfach aus dem Wasser ein gezogen. bisschen Wenn ich Sahne Gemüse- und wenn ich- Peterling wenn und ich Gemüse ja, mache, einfach Ich koche bisschen leidenschaftlich Gewürz. gern. ja. Wenn ich Gemüse mache, dann kommt da eine Butter rein Ja. und dann kommt da Peterling rein und kommt ein Gewürz rein, was ich je nachdem haben Der will. Peterling ist Petersilie, oder? Ja, Peterling. genau. Okay, ich wollte noch gerade Peterling. Sag mal, euer Hund, der wird ja jetzt nicht ewig leben, ja? Ja. Jetzt ist sie Ja gut, 10? Die sollen ja sehr alt werden. Also uns Ja, haben man gesagt, hoffentlich lang. 16 oder wenn ja, Ja. die werden ja 17, 18 Jahre alt. Ihr habt vorher schon mal einen Hund gehabt? Nee, Ja, ich hatte Ich früher hab noch Schäferhunde. nie- gehabt. du hast noch nie. Ist das schön, einen Hund zu haben? Ja, wunderbar. Warum ist das schön? Ja, weil das einfach anders ist. Man kann ein bisschen rausgehen und laufen. Achso, der zwingt einen so ein bisschen auch mal rauszugehen. Ja. Ja, natürlich. Und dann ist er auch wachsam. Das Ja, muss ich genau. natürlich sagen. Wenn wir irgendwo unterwegs stehen bleiben auf dem Parkplatz, Habt ihr jemals Stress gehabt, dass einer euch. einmal haben wir Stress gehabt. Was- in was- Frankreich, was in war das? Frankreich haben sie mir links einen Reifen angeschlitzt Ja. mit einem Messer, Ja. sind aber nicht weiter. Erstens hat der Hund gebellt. Und wie? Und dann bin ich raus und dann sind sie weggefahren mit Tüchern über den Nummertafeln gehängt. Ja. Und dann habe ich das gar nicht gleich gemerkt. Und dann haben sie mir einen Reifen angeschlitzt auf der linken Seite an der Vorderachse. Und das habe ich erst auf dem Stellplatz, wo wir dann in Spanien gestanden sind, bin ich zufällig ums Auto gelaufen und habe gesehen, dass da der Draht rausguckt. Die bieten dann auch Hilfe an. Ja, Das kennst also, du, gell? Nein, da halte ich ja sowieso nicht. Wenn einer mir zeigt, dass ich weiß ich was von eine Panne habe und so, dann nehme ich mein Handy zur Hand, halte es ins Ohr und dann sind sie weg. Ist mir schon passiert nach Barcelona auf der Strecke. Ja, da ist es ganz schlimm. Da ist es ganz schlimm, da wollten die mich rauswinken. Und da habe ich die dann auch gefilmt mit dem Handy und da sind sie gleich weg. Die kamen, italienisches Kennzeichen war drauf. Also aber Ja, das ist ein Wechselkennzeichen. Wechselkennzeichen. Oder hängen sie es zu, haben sie einen automatischen Roller zum Vorschild. Da gibt es auch Videos, das geht so schnell. Also die Ja. rein raus und dann greifen sie alles, was sie kriegen können. Und wenn wir tanken, es bleibt immer jemand im Auto und wir haben ja nur die eine Tür. Ja. Ja, das ist das Gute. Das ist das Schöne an dem Auto. Und wir haben hinten zwar einen Notausstieg auf der anderen Seite, Ja. am Schlafzimmer, und aber den brauchen wir ja nicht. Wir haben nur die eine Tür. Und wenn wir unterwegs tanken oder irgendwas machen oder ich mache irgendwas, dann bleibt jemand im Auto. So, das ist das Halsband von der Joanne. Halsband von der Joanne. Genau, Glasreiniger habt ihr da. Das braucht er immer wieder. Ich muss rüber zum Wolfgang. Ich muss noch ein Filmchen drehen über seine neuen Banner, die Markisen-Banner. Zeige aber nochmal abschließend auf den Ricard, der auch ganz gut schmeckt mit Eis. Ja, ist nicht schlecht. Muss schlecht. kalt sein. Uso habt ihr noch im Haben Programm. wir auch eine Flasche erworben. So, Mezzo-Mix. Also ich könnte jetzt noch stundenlang mich unterhalten. Am besten hier in dem ganzen Auto finde ich dein Nokia 6130. Das ist 61,3. Ja, auf jeden Fall das hier. Und Oder 63,1 heißt das. wie auch immer, also das hier, denn das ist original, glaube ich, schon an die 20 Jahre alt, oder? 30 Jahre. 30 Jahre alt. Und es funktioniert immer noch. Funktioniert. Ja, halt, das ist nicht wahr. Ich habe das circa vor 3 Jahren, da war das kaputt. Und dann habe ich meinem Schwiegersohn gesagt, da ich ja im Internet nicht so mächtig bin, habe ich meinem Schwiegersohn erzählt, er soll mir mal nach einem gebrauchten Nokia gucken. Und dann hat er, 2 Tage später, haben sie mir eins geschickt. Ja, die gibt es ja wirklich für ein Apfel und ein Ei im Und Internet. dann mit einem Brief drin, Ja. dieser Reparateur, wo das repariert hat, das hat 20 Euro gekostet und 1 Jahr Garantie drauf. Schwabe eben. Schwabe. In Karlsruhe, bei Karlsruhe. Und wenn ich noch eins hätte, könnte ich ihm das schicken, er würde mir das reparieren. Und dann habe ich dem 2 alte geschickt, die nicht mehr funktionierten. Und dann habe ich eins kommentarlos wieder zurückgekriegt. Also ich habe noch mal eins. Du bist ein Schwabe, so kann ich es nur sagen. Komm, wir gehen raus. Ich muss zum Wolfgang. Ja. Vielen, vielen Dank erstmal. Jetzt darfst du wieder anmachen. Der Ross, der ist ja schon vorbei? Ja, bis um 12. Bis um 12. Man kann es ja in der Mediathek ja nochmal gucken. Ja, und heute Abend kommt er auch noch in HR. Oh je.
Das auch nochmal. Nochmal. So, der Wolfgang kommt. So, wir sind fertig, Wolfgang. Es geht jetzt zu einer kleinen Revolution, nämlich zum Finish. Was habt ihr jetzt? Ach, wir filmen jetzt, er hat so Markisenbanner gemacht, die du da oben einhängen kannst, dass man vorne zumachen kann. Und da hat er irgendwas Neues erfunden. Der Wolfgang ist ja sehr, sehr umtriebig. Ihr wart jetzt schon oft hier jetzt in Klüsserath? Ja, wir waren schon 10-mal weit. Immer da. Also der ist empfehlenswert. Ist empfehlen. Kann man empfehlen, ja. Ungepflegt, oder? Ungepflegt, ist in Ordnung. Das einzige Schlechte ist, dass man zur Entsorgung nach oben muss, aber das ist kein Thema. So, dann vielen Dank dir. Bitte schön. Fahrzeugbau aus Leidenschaft, 81 Jahre. Für die nächsten 50 Jahre wünsche ich dir viel Glück. Ja, wäre gut. 20 Jahre, wenn es noch geht, bin ich zufrieden. Komm, jetzt ist es doch mindestens 100 werdet ihr. Ja, gut, ich habe vielleicht die Veranlagung dazu. Meine Oma war 99 und mein Opa war 98. Und das Coole ist, du musst so leben, als wäre es im Prinzip jeder Tag der letzte, oder? Ja, nein, ich gucke voraus. Also Du hast noch Pläne? ich habe noch Pläne. Was zum Beispiel? Ja, wir werden noch mal eine größere Reise machen, wollen wir noch. Wohin geht's? Wir wollen vielleicht noch mal nach Sizilien darunter mit dem Wohnmobil. Auf der Fähre. Nein, so einfach ins Land da. Und wir haben schon 3 Plätze ausgesucht und ja, mal sehen. Wir wären letztes Jahr schon gefahren, zum Überwintern. Das war eine Frage, das Fahrzeug ist Euro 4. Fast. Fast. Sehr schön. So, dann vielen Dank fürs Einschalten. Ich habe vom Ja. Landratsamt schon eine bessere Plakette gekriegt, wie es ursprünglich hatte. Okay. Weil die hat telefoniert, die vom Landratsamt hat telefoniert und hat gesagt, die Amis hätten eine bessere Abgasnorm wie die Deutschen. Achso, da hat ihr es geändert. Dann haben die das geändert. Die kennen die schon am Landratsamt. Ja, normal nicht mehr so, aber früher bin ich bekannt gewesen da. So, guck mal gerade auf die Uhr. Ich konnte die Gesetzgebung kannte ich besser. So, stell dich nochmal vor, wie ist der Name? Neudert Roland, Ja, und das ist deine Neudert Erika Ach so, Beisch, so, da. Lebensgefährtin. Lebensgefährtin, die ohne dich, wenn du mal so lieb bist, das Fliegengitter gerade noch mal aufmachst, sei mal so nett. Weil man kann dich echt nicht sehen, das ist alles so dunkel. Man kann das nicht. Nein. Ihr seid echt ein tolles Paar, also Ja, Hut find ab. Und dass ihr wirklich unterwegs seid, 10 Monate im Jahr, du kannst ja auch nichts mehr anderes vorstellen, oder? Nein, ganz gewiss nicht. Wenn ich zu Hause bin, ein paar Tage, dann denke ich, ach, ich weiß auch nicht, jetzt wäre es wieder Zeit. Aber man lernt dauernd neue Leute kennen, oder? Wir Ja. haben zwar ein Haus zu Hause mit 250 Quadratmeter Ja. Wohnfläche. Und du kommst dahin und denkst dir, wozu brauchst du den? Brauchen wir nicht, aber es ist so. Gut, dann vielen Dank euch. Gut, ist ja auch eine Altersvorsorge, hätte ich fast gesagt, aber Irgendwo das kommt ganz im Netz, ja. German Television, ich sag dir gleich wo, okay? Also wenn ihr das seht, macht den beiden doch einen Daumen hoch und abonniert unseren Kanal German Television, denn nur wenn ihr abonniert, können wir solche tollen Geschichten erzählen. Ja, vielen Dank euch allen. Tschüss. Tschüss.